3 Techniken, mit denen Menschen seit 10.000 Jahren Feuer machen, ohne ein einziges modernes Hilfsmittel. Ich zeige sie dir Schritt für Schritt. Bevor wir anfangen, ich habe für dieses Video die gängigen Anleitungen im Netz mit Quellen aus der Wildnispädagogik und Bushcraft-Literatur verglichen und dabei einige weit verbreitete Fehler gefunden. Die zeige ich natürlich auch. Was du heute lernst, ist nicht nur interessantes Wissen. Es ist echtes Survival-Handwerk, Schritt für Schritt richtig erklärt. Folgende Methoden lernst du in diesem Video: den Feuerbohrer, Feuerstein und Stahl und die Sonnenlichtmethode. Fangen wir mit dem aufwendigsten, aber allerwichtigsten Teil an: die Vorbereitung. Teil 1: Material und Vorbereitung. Ich verrate dir gleich zu Beginn, warum die meisten scheitern. Nicht, weil die Technik falsch ist, sondern weil das Material falsch ist. Feuchtes Holz, falscher Zunder, schlechte Unterlage. Der Fehler passiert immer vor dem ersten technischen Schritt. Merke dir das: ausreichend trockenes Material ist 90% des Erfolgs. Die Technik ist der Rest. Die 3 Materialebenen. Du brauchst Material auf 3 Ebenen, von fein nach grob. Sammle von allem 3-mal so viel, wie du denkst zu brauchen. Ebene 1: Zunder, die Seele des Feuers. Das ist das feinste, trockenste, brennbarste Material, das du finden kannst. Es muss schon bei minimalster Hitze, einem glühenden Punkt, zu brennen beginnen. Zum Beispiel Innenrinde von Birke oder Weide, in feine Fasern zerrieben. Trockenes Gras zu einem trockenen Nest geformt. Zunderschwamm, auch Formis frumentarius, der König des Zundermaterials. Distelwolle, Wollgras, Vogelfedern, alles, was sehr feine, natürliche Fasern hat. Zerkrümelter, trockener Schafskot oder Mist. Klingt seltsam und eklig, funktioniert aber hervorragend. Am besten bastelst du dir immer ein großes Zundernest. Das sieht aus wie ein kleines Vogelnest. Der Zunder muss so trocken sein, dass er sich zerreiben lässt. Ebene 2: Anzündmaterial, die Brücke zur Flamme. Sobald ein Zunder brennt, brauchst du etwas, das die Flamme hält und weitergibt. Zu groß und die Flamme stirbt. Zu klein und es verbrennt zu schnell. Dünne Äste, bleistiftdick, etwa 10 bis 15 cm lang. Trockene Rindenstücke, die natürlich abgefallenen, nicht die abgerissenen. Trockene Farnwedel oder Heidekrautzweige. Mach einen Knacktest. Wenn ein Ast beim Biegen sofort mit einem sauberen Knacks bricht, perfekt. Wenn er sich biegt, zu feucht. Möglichst Äste suchen, die bereits auf dem Boden liegen. Ebene 3: Brennholz, das eigentliche Feuer. Erst wenn eine stabile Flamme steht, legst du das dickere Holz nach. Daumendicke Äste zuerst, dann dicker werdend. Nie alles auf einmal. Hartholz brennt länger, Eiche, Buche, Esche. Weichholz brennt schneller an, was zum Starten super ist. Fichte, Weide oder Pappel. Die Feuerstelle vorbereiten. Suche einen windgeschützten Platz, nicht direkt unter Bäumen und nicht im offenen Wind. Suche einen geschützten Platz mit trockenem Untergrund. Entferne Laub und feuchten Boden. Feuchtigkeit aus dem Boden kann den Zunder ruinieren, bevor du überhaupt anfängst. Lege eine trockene, flache Rinde oder einen flachen Stein als Unterlage für die Feuerstelle, falls nötig. Baue deine Holzstruktur vor, nicht erst, wenn die Glut da ist. In dem Moment hast du keine Zeit mehr zum Überlegen. Baue das Anzündholz als Tipi- oder Kreuzstruktur vor, die richtige Feuerreihenfolge. Platz vorbereiten, freie Fläche, Steinkreis, Zunder aufbauen, ein Nest aus dem feinsten Material, Pyramide bauen, Anzündholz darüber in Pyramidenform, entzünden, von unten, windgeschützt. Vorsichtig anfachen, nicht übertreiben, sonst erstickst du es, langsam größere Stücke hinzufügen. Egal für welche Anzündmethode du dich später entscheidest, diese Vorbereitungen musst du immer treffen. Jetzt kommen wir zur ersten Methode. Teil 2: die Bogenbohrermethode oder auch Drill Bow genannt. Die Bogenbohrermethode ist eine der ältesten Techniken zur Feuererzeugung durch Reibung. Ein Bogen wird verwendet, um eine Holzspindel schnell rotierend in eine Feuerbohle zu drücken. Durch die Reibung entsteht Wärme und Holzstaub zu einer Glut. Die entstehende Glut wird dann in ein Zundernest aus trockenem Gras oder Pflanzenfasern gegeben und durch vorsichtiges Anblasen zu einer offenen Flamme entfacht. Die zuverlässigste Methode für Anfänger ist der Bogenbohrer, nicht der Handbohrer, wie viele Videos zeigen. Also, du brauchst ein Feuerbrett, eine Spindel, einen Bogen, ein Handstück, eine Auffangunterlage und ein Zundernest. Das Material. Das Feuerbrett. Das Feuerbrett sollte aus Pappel, Weide, Fichte oder Holunder sein. Das sind Weichhölzer mit niedrigem Entzündungspunkt. Du brauchst ein relativ flaches Brett, mindestens 2 cm dick, etwa 30 cm lang, 6 bis 8 cm breit. Natürlich vollständig trocken. Benutze nicht die Astgabeln auf der Bohrfläche. Dort ist das Holz härter und verhindert gleichmäßigen Abrieb.
Hartholz wie Eiche oder Buche erzeugen zu viel Reibungswärme, die sich im Holz verliert, statt Abrieb zu produzieren. Die falsche Holzwahl ist ein häufiger Fehler. Die Spindel. Ein möglichst gerader Stock, 40 bis 60 cm lang, 1,5 cm Durchmesser. Das untere Ende wird spitz-konisch geschnitzt, nicht nadelspitz, sondern stumpf kegelförmig. Das obere Ende rund, damit das Handstück gleiten kann. Die Spindel besteht am besten aus derselben Holzart wie das Brett oder leicht härteres Weichholz. Der Bogen. Ein leicht gebogener Ast, Hasel wäre ideal, etwa 50 bis 60 cm lang. Daran befestigst du eine Schnur, Schuhband, Paracord, gedrehte Pflanzenfasern, alles funktioniert, solange es sich nicht dehnt. Die Schnur sollte leicht durchhängen, wenn sie locker ist. Bei gespanntem Bogen sollte sie straff genug sein, um die Spindel sicher einzufassen. Das Handstück. Ein flacher Stein mit einer leichten Mulde, ein Stück Hartholz mit leicht eingeschnitzter Vertiefung oder zur Not auch ein Knochenstück. Das Handstück hält die Spindel von oben und leitet euren Körperdruck nach unten weiter. Reibe die Mulde des Handstücks mit etwas Fett oder Öl, falls vorhanden, ein. Das reduziert die Reibung oben und konzentriert die Wärme unten, wo sie hingehört. Kommen wir zur Vorbereitung des Feuerbretts. Schritt 1. Die Bohrstelle markieren. Markiere die Bohrstelle genau einen Spindeldurchmesser vom Rand des Bretts entfernt. Das ist wichtig. Zu nah am Rand, das Brett bricht. Zu weit weg, der Abrieb fällt nicht in die Kerbe, die noch kommt. Schritt 2. Einlaufen, bevor die Kerbe entsteht. Jetzt bohrst du das Loch ein, aber noch ohne Kerbe. Die Kerbe niemals als erstes schnitzen. Schritt 3. Die Kerbe schnitzen, die richtige Form. Jetzt und erst jetzt schneidest du die Kerbe. Und hier liegt der zweite größte Fehler vieler Anleitungen. Die Kerbe ist kein V, die Kerbe ist ein Tortenstück. Die Kerbe reicht genau bis zur Mitte des Lochs, nicht darüber hinaus, sonst fällt die Glut sofort auseinander. Nicht zu kurz, sonst sammelt sich kein Abrieb. Schritt 4. Unterlage platzieren. Schiebe unter das Brett, direkt unter der Kerbe, ein flaches Stück Birkenrinde oder ein großes Blatt. Darauf sammelt sich die Glut. Die Bohrhaltung. Die Haltung ist kein Nebenprodukt. Sie ist physikalisch notwendig. Wenn du deine Haltung falsch hast, verlierst du Energie, die Spindel wandert und du produzierst keine Glut. Erstens, Knie auf dem rechten Knie. Der linke Fuß steht fest und flach auf dem Feuerbrett. Zweitens, der linke Arm ist nahezu gestreckt. Das Handgelenk liegt an der Innenseite des linken Schienbeins an. Drittens, das Handstück liegt in der linken Hand. Die Spindel steht senkrecht auf dem Feuerbrett. Viertens, der rechte Arm führt den Bogen waagerecht in langen, gleichmäßigen Zügen. Kurze, ruckartige Bewegungen produzieren weniger Wärme als lange, ruhige Züge. Der eigentliche Bohrvorgang. Starte mit gleichmäßigem mittleren Tempo. Du wirst nach etwa 20 Sekunden ersten feinen Abrieb sehen. Heller, fast weißlicher Staub. Wenn der Abrieb beginnt dunkler zu werden, erhöhst du gleichzeitig Tempo und Druck. Nicht eines von beiden, sondern wirklich beides zusammen. In den letzten 10 bis 15 Sekunden gibst du alles, was du hast. Wenn ordentlicher Qualm aufsteigt und sich Bohrstaub angesammelt hat, kannst du aufhören. Weiterbohren nach dem ersten starken Rauch könnte die Glut zerstören, die sich gerade gebildet hat. Hebe das Feuerbrett vorsichtig an. Der schwarze Abrieb auf der Birkenrinde sollte etwa die Größe einer Haselnuss haben. Wenn du einen dünnen, gleichmäßigen Rauchfaden aufsteigen siehst, ist die Glut aktiv. Sie glüht von innen. Lege das Zundernest auf eine flache Oberfläche. Schiebe die Birkenrinde mit dem Abrieb langsam in die Öffnung des Nestes und kippe die Glut behutsam hinein, ohne zu pusten oder zu blasen. Die Glut zuerst hineinbringen, dann pusten. Falte das Nest locker um die Glut, nicht pressen, nur halten. Hebe das Nest an deinen Mund. Dann pustest du. Nicht zu kräftig, nicht zu lang, schön gleichmäßig und sacht. Wenn eine Flamme aus dem Nest schlägt, kann das Nest in die vorbereitete Feuerstelle gelegt und mit Anzündmaterial bedeckt werden. Wenn es nicht klappt, keine Sorge. Die wenigsten schaffen es beim ersten Mal. Aber dann musst du von vorne starten. Teil 3. Feuerstein und Stahl. Bei dieser Technik erzeugen ein hartes Material und ein weiches Metall beim Aufprall Funken, die Temperaturen von über 1000 Grad erreichen. Was ist ein Feuerstein und wo findet man ihn? Einen Feuerstein oder Flint erkennt man an seiner glatten, fast wachsartigen Oberfläche und seiner grauschwarzen oder braunen Farbe. Man findet sie häufig in Fluss- und Bachbetten, in Äckern und Feldern oder in Kiesgruben und Steinbrüchen. Vorsicht, die Bruchkanten können messerscharf werden, eben fast wie Glas. Das Stahl- und Zundermaterial. Du brauchst kohlenstoffreichen Stahl. Rostfreier Edelstahl funktioniert oft nicht. Der Rücken eines Messers, ein altes Werkzeugstück oder ein spezieller, meist C-förmiger Feuerstahl sind ideal. Der Stahl muss weicher sein als der Feuerstein, damit der Stein Metallpartikel absprengt. Das beste Zundermaterial. In den meisten Videos oder Anleitungen wird Charcloth, verkohltes Baumwollgewebe, das Funken sofort auffängt, empfohlen. In der Natur ersetzt ihn trockenes Moos,
verrottetes, trockenes Holzpulver oder die innere Schicht eines Zunderschwammes, auch Trama genannt. Der Zunderschwamm ist ein hufeisenförmiger oder konsolenartiger Pilz. Die Oberfläche ist grau bis graubraun, holzartig, hart und zuniert. Die Unterseite ist cremeweiß bis hellbraun mit feinen Poren. Er kann 5 bis 40 cm breit werden. Innen besteht er oft aus mehreren Schichten. Der eigentliche Zunder ist ein rostbraunes, samtiges, korkiges Fleisch. Er wächst an toten oder geschwächten Laubbäumen und sitzt meist seitlich am Stamm, nicht am Boden. Also, den Pilz aufschneiden und die harte Schale entfernen, das braune Innenfleisch in dünne Stücke schneiden und gut trocknen lassen. Die Schlagtechnik. Halte den Feuerstein in der linken Hand. Die scharfe Kante zeigt nach oben und leicht zur Seite. Der Zunderschwamm liegt unter dem Daumen, direkt neben der Schlagkante. Der Stahl wird in der rechten Hand gehalten und mit einer schnellen, kontrollierten Bewegung scharf über die Kante des Feuersteins gezogen, nicht dagegen, sondern über sie hinweg. Der Stahl trifft die Kante in einem schneidenden Winkel von etwa 45 bis 60 Grad. Geschwindigkeit ist dabei wichtiger als Kraft. Zu kräftiges Schlagen zerbröckelt die Feuersteinkante, zu langsames erzeugt keine Funken. Vom Funken zur Flamme. Wenn der Zunderschwamm einen Funken fängt, hast du etwa 30 bis 60 Sekunden Zeit. Nimm ihn vorsichtig und lege ihn in dein vorbereitetes Zundernest. Dann pustest du genauso wie beim Bogenbohrer, lang, tief und gleichmäßig. Wenn das Zundernest brennt, legst du ihn in die Feuerstelle. Teil 4. Sonnenlicht und Linse. Diese Methode ist die einfachste von allen, wenn die Sonne scheint. Und sie funktioniert mit Dingen, die oft jemand dabei hat. Das Prinzip. Eine konvexe Linse bündelt Sonnenlicht auf einen einzigen Punkt. Dieser Punkt erreicht Temperaturen von mehreren 100 Grad, genug um Zunder zu entzünden. Je klarer der Himmel, desto direkter die Sonne, desto schneller funktioniert es. Geeignete Linsen. Du brauchst keine spezielle Ausrüstung. Eine Lupe, Brillengläser von Weitsichtgläsern oder Lesebrillen, die Linse einer Taschenlampe, eine runde Plastikflasche mit Wasser gefüllt oder ein Kondom oder Plastikbeutel mit Wasser gefüllt. Die Technik. Halte die Linse so, dass der Brennpunkt auf deinem Zunder trifft. Der Brennpunkt ist der kleinste, hellste Lichtpunkt. Suche ihn, indem du die Linse näher und dann weiter vom Zunder wegbewegst. Dann vollkommen stillhalten, kein Zittern, kein Verschieben. Nach 15 bis 30 Sekunden bei direkter Sonne beginnt dunkler Zunder zu rauchen. Dann kannst du vorsichtig loslegen und pusten. Warte, bis der Rauch konstant ist und du eine Glut siehst. Dann bläst du vorsichtig weiter. Noch ein kurzes Wort zur Sicherheit und Respekt vor dem Feuer. Mache niemals ein Feuer in der Natur, wo es nicht erlaubt ist oder wo Waldbrandgefahr besteht. Übe im Garten, auf dem Campingplatz und lösche das Feuer immer vollständig mit viel Wasser und nicht nur mit Erde. Und vergewissere dich, dass keine Glut mehr vorhanden ist, bevor du gehst. In Deutschland ist das Entzünden von Feuern im Wald ohne Genehmigung verboten und kann Bußgelder bis zu mehreren tausend Euro bedeuten. Informiere dich über die lokalen Regeln. Feuer machen ohne Feuerzeug ist eine der ältesten Fähigkeiten der Menschheit. Sie braucht kein besonderes Talent, nur das richtige Wissen, das richtige Material und Übung. Alles kannst du dir beschaffen. Wenn dir dieses Video geholfen hat, lass ein Like da und abonniere den Kanal für mehr Survival-Tipps. Schreib in die Kommentare. Hast du schon mal im Wald ein Feuer gemacht? Bis zum nächsten Mal und denk dran, Vorbereitung ist der Schlüssel zum Überleben.